妹妹坐船头，哥哥的爱上走，恩恩爱爱，前生当悠悠。小妹妹，我走啊船头，哥哥你的爱上走。Ich denke einfach, dass der Gewinn für ihn so unendlich groß ist, dass einfach dieses Jahr sein ganzes Leben irgendwie im Voraus bestimmen wird. Nicht? Das war für mich auch immer die Frage schon damals, als wir uns verabschieden, was ist das eigentlich, was ihn da motiviert? Kampfsport war das eine. Das andere war aber, dass er sagte, ich will nicht nur Kampfsport machen, ich will auch Meditation drin haben. Nicht? Und dann hatte er gemerkt, unter welchen Bedingungen er auch dort leben muss. Wir haben sehr unruhig geschlafen die erste Zeit, aber wir hatten schon dann beide das Gefühl, dass er gut aufgehoben ist und dass es eben gar keinen Sinn hatte, ihm diesen Wunsch auszuschlagen, weil es einfach wirklich sein Traum war. Ich weiß, dass David durchaus in der letzten Woche sagte, genau mit diesen Worten, dass er dieses kärgliche Leben leben wolle. Und das hat mich ungeheuer in Erstaunen gesetzt. Ja? Mir war auch schnell klar, dass niemand verstand, warum so ein kleiner deutscher Junge nun einfach in diesem Shaolin-Kloster leben wollte. Und Davids Plan war für ein ganzes Jahr. Meine Mutter und meine kleine Schwester und mein Vater, wir vier sind dann nach China gegangen, da zum Kloster. Und haben wir uns das erstmal eine Woche lang angeguckt. Dann habe ich gesagt, ich möchte hier bleiben. Shaolin im Zentrum Chinas. Direkt neben den Klostermauern liegt der Sportplatz. Dank Chinas Öffnung und seinem festen Willen ist David Schneider das erste ausländische Kind in der Kung-Fu-Schule des weltberühmten Shaolin-Klosters. Also morgens haben wir früh angefangen mit dem Training, so gegen 5, 6 Uhr. Dann bis 7:30. Dann haben wir gefrühstückt, dann um 9 Uhr haben wir wieder trainiert bis 11, halb 12 und dann Mittagessen und nachmittags nochmal von 2:30 bis 5:30. Es ist hart, es ist heiß, 40 Grad im Schatten. Doch die Kinder beklagen sich nicht. Sie gehorchen den Lehrern aufs Wort und trainieren bis an die Schmerzgrenze. Das ist wie in der Schule. Kannst auch nicht sagen, mir ist zu heiß, ich möchte jetzt keinen Reichenunterricht machen. Und du hast trotzdem weitergemacht? Mhm. Was hat dich da angetrieben zu sagen, ich mache trotzdem weiter? Du konntest nicht sagen, ich möchte nicht weitermachen. Auch David unterwirft sich zunächst dem harten Training. Ein guter Kung-Fu-Kämpfer will er werden. Und ein Kung-Fu-Kämpfer gibt nicht auf. Nur wenige Mädchen sind unter den 1000 Schülern des Sportinternats. Auch sie halten durch. Denn die Ausbildung inklusive Essen und Wohnen kostet die Eltern jährlich 2000 Yuan. Das sind umgerechnet 330 Mark. So viel verdient in China ein Facharbeiter im Jahr.
Der Ehrgeiz ist groß, selbst unter den ganz Kleinen. Schließlich will jeder die Prüfung bestehen. Und wer nach mindestens 2 Jahren das berühmte Shaolin mit einer Urkunde verlässt, der kann vielleicht einmal Elitepolizist werden. Oder sogar Bodyguard bei Chinas neuen Millionären. Nach dem Training waren wir oft sehr schmutzig. Und manche Kinder hatten sogar gar kein Geld, sich eine Dusche zu nehmen oder sich zu waschen. Das harte Training macht alle hungrig, auch David. Bei seiner Ankunft in Shaolin hatte er noch geglaubt, dass sich die Chinesen hier hauptsächlich von Reis ernähren. Stattdessen Tag ein, Tag aus das sogenannte Dampfbrot. Ein zäher Kloß aus Mehl, Hefe und Wasser. Eine nordchinesische Spezialität zwar, zu Davids Lieblingsspeise, aber wurde das Dampfbrot trotzdem nicht. Was hast du am meisten vermisst beim Essen? Ja, eigentlich sowas, Hamburger oder sowas. Obwohl sonst habe ich auch nie viel Hamburger gegessen, aber dann in China habe ich richtig Lust drauf gekriegt, die zu essen. Und Süßigkeiten? Ja. Gegessen wird im Freien. Der Sportplatz ist zugleich auch Speisesaal. Jeder bringt seinen Blechnapf mit. Hier verbringen die Kung-Fu-Schüler auch ihre Freizeit. Nur in Ausnahmefällen dürfen sie das Internatsgelände verlassen. Viel Abwechslung gibt es nicht. So ist David sehr auf den Kontakt mit seinen Mitschülern angewiesen. Doch als er hier ankam, konnte er kein Wort Chinesisch. Ich hatte so ein kleines Wörterbuch bei mir und da habe ich denen immer auf Chinesisch die Wörter gezeigt, die da standen. Und dann haben die mir das immer gesagt, was ich wollte oder was ich gegeben, was ich wollte. Seine Mitschüler nennen David zum Spaß kleines Ausländerchen. Er hat schnell Chinesisch gelernt. Und auch, dass man gehorchen muss, wenn abends um 9 Bettruhe ist und das Tor des Internats geschlossen wird. Als David ankam, waren uns seine Lebensgewohnheiten fremd. So gab es Missverständnisse. Wir übten mit ihm erstmal abseits in der Tonhalle und korrigierten sein Kung-Fu. Davids Bänder und Sehnen sind sehr elastisch, ja sogar elastischer als bei unseren Kindern. Dafür sind seine Bewegungen nicht ganz so geschmeidig. David übt hart. Er erträgt die Schmerzen bei der Ausbildung. Er schluckt alle Bitterkeiten hinunter. Mit dem Schwert trainieren nur die Fortgeschrittenen. Verletzungen sind selten. Bei dieser jahrhundertealten Artistik mit der Waffe kommt es auf Beherrschung von Körper und Geist an, auf Konzentration und exakte Ausführung des Übungsablaufs. Für die Jungen und Mädchen hier in Shaolin wird Kung Fu zum Lebensinhalt. Man darf nicht immer an seine Mutter denken, sonst kriegt man schnell Heimweh oder ja. Ich kann jetzt schlechter was zu sagen. Muss man denn ganz hart sein? Auch gegenüber sich selbst? Naja, man muss nicht ganz hart sein, aber man muss schon hart sein. Je länger David im Kung-Fu-Internat lebt, desto häufiger zieht er sich in sein Zimmer zurück. Er kennt zwar den Leitsatz, nur wer bereit ist zu leiden, kann ein Meister werden. Aber David hat das stumpfe Training auf dem Sportplatz bald satt. Er vermisst im berühmten Shaolin die geheimnisvolle buddhistische Philosophie des Kung-Fu, die er aus Büchern und Filmen kennt.
Der kleine Ausländer fühlt sich allein mit seiner Wissbegierde. David will mehr und er ist enttäuscht, dass im berühmten Kloster nicht alles so heilig und der Welt entrückt ist, wie er sich das im fernen Deutschland erträumt hatte. Hier in Shaolin herrschen durchaus weltliche Interessen. Die Bauern vermieten ausgediente Ferngläser des Militärs an Touristen. Die Attraktion? Mit dem Fernglas die heiligen Berge betrachten. So kommt man für wenig Geld dem Himmel etwas näher. Auf dem Berg wird ein Denkmal errichtet. Es soll an den Inder Bodhidharma erinnern, den Begründer des Kung Fu, der im Jahr 527 als Pilger nach Shaolin kam. Das Kloster Shaolin besteht bereits seit 1500 Jahren. David ist zu Gast an einem religiösen Ort, der mehrmals bis auf die Grundmauern zerstört worden war. Erst nach den Wirren der Kulturrevolution wurden die Gebäude wieder aufgebaut oder restauriert. Der Klosterbetrieb konnte sich nun ohne staatliche Einmischung entfalten. David nimmt alles Fremde begierig in sich auf. Er kauft sich ein Bild von Bodhidharma, dem Begründer von Kung Fu und Zen-Buddhismus. 9 Jahre lang hatte der Inder hier in den Bergen von Shaolin meditiert. Um seinen Körper beweglich zu halten, ahmte er in den Pausen zwischen den langen Sitzphasen die Bewegungen der wilden Tiere nach. Daraus entwickelte Bodhidharma die 18 Grundstellungen des ursprünglichen Kung Fu. Hier beginnt der eigentliche Klosterbereich. Hier wollte David am liebsten in einer Mönchszelle mit den buddhistischen Mönchen zusammenleben. Aber sein Traum wurde nicht erfüllt, denn Ausländer dürfen hier nicht wohnen. Die Küche der Mönche allerdings stand David jederzeit offen. Für einen Blick auf die Köstlichkeiten, die eigens für die Mönche zubereitet werden. Meist Gemüse und Tofu, selten Dampfbrot. Schmeckt dieses Gericht? Fragt David den Koch. Und er antwortet, wie alle Köche dieser Welt, ja, es schmeckt gut. Der Koch erklärt David, dass die Mönche kein Fleisch und keinen Knoblauch essen dürfen. Und David, der heute bei den Mönchen eingeladen ist, interessiert wie alle Kinder im Grunde nur die eine Frage: Gibt es auch Nudeln zum Mittagessen? Die Mönche akzeptieren den Jungen aus Deutschland und ermuntern ihn, die buddhistische Welt zu entdecken. Und die ersehnten Nudeln, die haben sie ihm auch servieren lassen. Das ist Mi Le Fo, der sogenannte Dickbauch-Buddha. Der ist so dick, weil er das Leid der Welt in sich aufgenommen haben soll. Im Andenkenladen der Kung-Fu-Mönche stehen die Regale voll mit heiligen Figuren. Unbedingt geschmackvoll ist auch hier nicht alles, was Geld bringt. David will sich einen Dickbauch-Buddha kaufen. Die Mönche leben nicht schlecht vom Andenkengeschäft. David nimmt sich den kleinen Buddha für umgerechnet 8,50 Mark. Das Taschengeld für ihn haben seine Eltern beim Abt des Klosters hinterlegt.
In seinem Zimmer hat David einen kleinen Altar für seinen Buddha gebaut. David will mehr lernen als nur den Kampfsport. Er meditiert. Keineswegs ein Pflichtprogramm für den Kung-Fu-Schüler aus Deutschland. An einen Gott habe ich eigentlich noch nie richtig geglaubt. Und bei Buddha, da weiß ich, dass der in Wirklichkeit existiert hat. Wenn David früh aufsteht, erlebt er den morgendlichen Klosterfrieden. Vor der großen Buddha-Halle trifft er auf einen Meister des Qigong, einer ursprünglich taoistischen Atem- und Meditationstechnik. Die Lebensenergie Qi wird durch geistige Konzentration in bestimmte Körperpartien gelenkt und führt zu Kraftzuwachs und Schmerzunempfindlichkeit. David bleibt lieber bei seinem Kung-Fu. Der eigenwillige Junge hat sich seinen eigenen Trainer gesucht. Am frühen Morgen macht er Dehnungsübungen. Inzwischen hat er sich auch die traditionelle Mönchskleidung, Kittel, weite Hose, Gamaschen und ungeschnürte Stoffschuhe besorgt. Morgens um 8 dann kommen die Touristen und vertreiben die morgendliche Stille in Shaolin. Aus dem Kloster wird nun eine Art Vergnügungspark. Auch an diesem traditionellen Ort von Askese und Entsagung zeigt man sich gerne im modischen Schick. Früher galt Individualität in China als ungehörig. Manchmal stellt sich David zwischen die Klosterbrüder, als sei er einer von ihnen. Hier treffen Welten aufeinander. Die atheistisch erzogenen Soldaten der Volksbefreiungsarmee wirken unsicher und überrascht. Der blonde kleine Mönch, das Fotomotiv von Shaolin. Manchmal macht das Spaß und manchmal ist das auch nicht so schön, wenn dich jeden Tag Leute angucken. David ist noch längst kein Heiliger geworden. Er bleibt halt oft sehr gerne ein ganz normaler, frecher Junge. Er schwänzt das offizielle Training auf dem Sportplatz. Sein Sportlehrer sieht das nicht gerne. Ich wünsche mir von Herzen, dass David sportliche Leistung bringt. Aber er verschwindet neuerdings und trainiert nicht mehr. Wenn er herumstreunt, enttäuscht mich das. Alle Eltern setzen große Hoffnungen auf ihre Söhne. Sie möchten, dass aus ihnen eines Tages ein Drache wird. Wenn David bei mir zu wenig lernt, verliere ich das Gesicht. He's 11. Good, thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Oh, here, do this.
Give me 40. Okay, you German, right? Yeah. That's for you. Okay? See, it says. Manchmal hat das Spaß gemacht, wenn die mich fotografiert haben oder so. Aber manchmal fand ich das auch nicht schön, wenn die mich mit Glubschaugen so angucken und fotografieren wollen. Dann wollen sie immer meine Haare anfassen und so. Das ist nicht so schön dann. Abgesehen vom Kung-Fu-Training hat David in Shaolin keinen geregelten Schulunterricht. Doch David ist ehrgeizig. Er will nicht nur Chinesisch sprechen, sondern auch schreiben lernen. Ein paar Schriftzeichen hat ihm ein Mönch bereits beigebracht. David hatte ihn immer wieder darum gebeten. Aber um alle 30.000 Zeichen zu lernen, müsste er länger bleiben als ein Jahr. Bis vor einem Jahrzehnt war das Beten in der Öffentlichkeit verboten und die Tempel waren geschlossen. Trotzdem wurde auch unter Mao Zedong die Verbeugung vor Buddha nicht verlernt. Die Mönche wandern oft in die Berge zum Teich des Drachen, wenn allzu viele Touristen ihr Kloster in Beschlag nehmen. David ist immer dabei und immer vorneweg. Yen Lo fragte seinen Begleiter, wie kommt man darüber? Oben herum. Mit dieser Antwort gibt sich David nicht zufrieden. Er findet einen anderen Platz besser. Bitte schön, sagt der Mönch, dann geh du doch dahin. David zeigt Selbstbewusstsein, das die Mönche von chinesischen Kindern so nicht gewöhnt sind. Sie akzeptieren ihn, weil er Interesse an ihrer Religion zeigt. Meditation ist dazu gut, dass der Körper sich beruhigen kann. Und man macht es, indem man die Augen schließt, gleichmäßig atmet und an nichts anderes denkt als im Inneren des Körpers. Langsam wird das Herz still wie ruhendes Wasser, das zu ergründen ist. So beschreiben Chinesen die Wirkung von Meditation. Auch der sonst so quirlige David scheint diesen Zustand von Entspannung und Leere zu spüren. Unter Anleitung seiner Freunde, der Mönche, gelingt es ihm, Ruhe zu finden. Gleichaltrige Freunde hatte ich dann nicht. Also die meisten Freunde waren schon älter als ich, erwachsen. Fandest du das schade? Manchmal fand ich es auch schade, dass keine Gleichaltrigen wie ich da waren. Konnte man mit denen Spaß machen? Manchmal konnte man mit denen spaßen. Ja, so. 这太厉害，这太酷了，你知道吗？给我等一会儿。啊，不行，现在再拍了不行。
Nur noch wenige Shaolin-Mönche leben in Askese und arbeiten in bescheidener Zurückgezogenheit an ihrer Erleuchtung. Die meisten träumen von einer Kinokarriere als Kung-Fu-Fighter. Xiao Hu, der kleine Tiger, zeigt eine sogenannte Form, eine Abfolge von Arm- und Beintechniken, alles ausgeführt auf einer Linie. Der Sechsjährige hat schon an internationalen Tourneen teilgenommen. David hat eine Audienz beim Vizeabt im Haupttempel. Trotz aller Pracht, eingeschüchtert ist David nicht, aber voller Respekt. Seine Reise nach China, meint der hochgestellte Mönch, die sei in seinen Augen kein Zufall. Wahrscheinlich sei David in einem früheren Leben bereits mit Shaolin verbunden gewesen. Also das ist der Vizeabt und das ist mein Shifu. Und Shifu bedeutet, dass es mein buddhistischer Vater ist, wie ein buddhistischer Vater. Und wenn ich kein Geld hatte oder nichts zum Anziehen oder irgendwelche Probleme, dann bin ich zu ihm gegangen und habe das ihm gesagt. Der Vizeabt hat Sorgen. Ein Fleischfabrikant in der Kreisstadt hat ohne Erlaubnis den Namen Shaolin für seine Würstchen benutzt. Das Kloster führt nun einen Prozess um das Copyright seines Namens. Ausnutzen lassen wollen sich die Mönche nicht mehr. Sie möchten den traditionsreichen Namen Shaolin in Zukunft selber vermarkten. Die Sutra-Halle ist das Allerheiligste des Klosters. Sie wird nur zu ganz besonderen Anlässen geöffnet. Hier lagern Abschriften der 84.000 überlieferten Lehrreden des historischen Buddha Siddhartha Gautama. Zahlreiche Legenden ranken sich um Siddhartha. Er soll als Sohn eines weißen Elefanten zur Welt gekommen sein. Nachdem er geboren war, soll er gerufen haben: Ich bin der Größte in der Welt. Dies ist meine letzte Geburt. Enden werde ich das Leiden von Geburt, Alter und Tod. Der ist der älteste Mönch aus dem Kloster, der heißt Zuyun. Der weiß auch sehr viel und der meditiert auch viel. Bevor der weise Mann aber zu uns spricht, demonstriert er uns sein Fitnessprogramm. Für uns Buddhisten gibt es zwei Begriffe. Einmal die Faust, die man sehen kann, und dann das Unsichtbare, das Zen. Unser Leben dauert doch höchstens 100 Jahre. Eine starke Faust ist zwar wichtig, aber sie taugt nur für das Diesseits. Der Zen-Buddhismus weist über das Leben hinaus. Was ich praktiziere, ist Zen. Ich bin Zen. Die heilige Trommel in der Tempelhalle wird nur bei Vollmond geschlagen. David hört sie heute zum ersten Mal. Er freut sich auf die Andacht am Abend. Am
Anfang bin ich erst aus Neugier hingegangen und danach, weil es mir Spaß gemacht hat. Wie fühlt man sich denn da? Ja, da ist man viel ruhiger im Körper und man denkt auch nicht mehr an die Sorgen, die man hat und so. Ein Gefühl der Geborgenheit. Mhm. Der kleine Ausländer ist bei der Abendandacht stets willkommen. Auch wenn er die alten Sutra-Gesänge nicht versteht, aus andächtiger Neugierde macht David alle Rituale mit. Die Kung-Fu-Mönche haben ihn zum Beten ermuntert. Denn das Bestimmende sei doch der Geist und nicht der Körper. Sie sagen, ein guter Krieger ist nicht gewalttätig, ein guter Kämpfer nicht zornig, ein guter Gewinner nicht rachsüchtig. Ich finde, wenn ich im Kloster bin, da fühle ich mich viel fröhlicher als in der Kirche. Am frühen Morgen ist David gerne unterwegs. Dann kann er ungestört in der freien Natur trainieren. Bevor David nach China ging, litt er an Asthma. Hier spürt er davon nichts mehr. Okay. David nimmt uns mit zu den Schulmeisterschaften im Kickboxen. Die Kampfveranstaltungen sind sehr beliebt bei den Schülern. David nimmt nicht daran teil, obwohl er von seinem Lehrer dazu aufgefordert wurde. Seine Absage ist vernünftig, denn die Kämpfe erweisen sich als zu brutal. Für David kommt die philosophische Seite des Kung-Fu mit seinem Ehrenkodex viel zu kurz. Es gibt Gerüchte in Shaolin, dass ehemalige Kung-Fu-Schüler auf die schiefe Bahn geraten sind, dass sie von Kriminellen als Schläger engagiert wurden.
Die Mädchen boxen auch. Wir fragen Davids Mitschülerinnen Jing und Wang, was sie später machen wollen. Ob sie auch Bodyguards für Millionäre werden wollen. Nein, ist die einhellige Antwort. Und die 17-jährige Erli, das heißt übersetzt zweite Schönheit, fügt hinzu, Mir nutzt Kung Fu zur Selbstverteidigung, denn die öffentliche Sicherheit im Lande ist nicht allzu gut. Ihre Freundin Chin dagegen möchte zur bewaffneten Polizei. In ihrer Heimat werden Polizisten dringend gebraucht. Mit einer Abschlussurkunde von Shaolin brauche sie sich nur zu melden. Die Mädchen haben auch Spaß an der Schießbude vor der Klostermauer. Hier in Shaolin werden sie nicht anders behandelt als die Jungen. Nur David hat sich manche Extratour geleistet. Ich bin auch gern immer irgendwo anders hingereist dann, um was Neues zu sehen. Und dann nach einer Woche oder etwas weniger, nach ein paar Tagen habe ich mich dann wieder gefreut, in Shaolin zu sein. Aber du hattest keine Erlaubnis vom Direktor. Mhm. Du hast es trotzdem gemacht. Ja. Am liebsten besucht David den Nachbarort. Hier wohnt eine junge Lehrerin, mit der er sich angefreundet hat. Er nennt sie Wu-Mama. Bei Frau Wu gibt es immer gelbe Limonade, Kekse und gute Ratschläge. David erzählt von den Kickbox-Meisterschaften in seinem Internat und dass er nicht daran teilgenommen hat. Frau Wu kann das gut verstehen. Viele Schüler hätten sich blutige Nasen geholt. David findet das blöde und fragt sich, was hat man davon? Er vertraut ihr seine Zukunftspläne an. Später einmal eine eigene Kung-Fu-Schule aufmachen. Und natürlich auch in Kung-Fu-Filmen mitspielen. Das wünscht er sich. Das gefällt Frau Wu und sie ist wie immer ganz seiner Meinung. So, du willst Schauspieler werden. Das finde ich okay. David möchte mehr sehen von China als nur die nahe Umgebung des Klosters. Er fährt mit seinem Mitschüler Lao Luo in dessen Heimatdorf. Lao Luo hat das Kung-Fu-Internat 2 Jahre lang nicht verlassen. Der Freund ist ein guter Kickboxer. Er soll später im Betrieb eines wohlhabenden Onkels für Ordnung und Sicherheit sorgen. Die Freunde erforschen den Mittelpunkt der Welt. Nach altchinesischer Vorstellung ist er genau hier zu finden, am Gaocheng-Observatorium, das mehr als 700 Jahre alt ist. Lao Luo kann David erklären, wie man hier einmal den Lauf der Sonne berechnet hat.
Das Jahr in China geht für David zu Ende. Zeit, um Abschied zu nehmen. Ein letztes Mal streift er durch die Tempelhallen. Was ihm bei seiner Ankunft rätselhaft und geheimnisvoll erschienen war, ist ihm nun vertraut. David hat hier fernöstliche Weisheiten kennengelernt. Er hat meditiert, aber auch bis zum Umfallen trainiert. Er hat sich seinen Traum verwirklicht und dabei erfahren, dass die Wirklichkeit manchmal weniger großartig ist, als er träumt. Mit 11 allein in China. David hat erfahren, dass das manchmal auch ganz schön hart sein kann. Wieder in Köln. Wieder mit den Freunden skaten. Wieder zu Hause. Und du wurdest wieder ein ganz normaler Junge? Ja, Wie war das? war schön, Und was war das Schöne dran? dass ich mal wieder in Ruhe gelassen wurde. Und nicht jeden Tag einer ankam und wollte mich fotografieren oder anfassen. Oder immer auf mich gestarrt hat. In China blieb David oft für sich alleine. In Deutschland sucht und findet er sofort Anschluss. Und die Schule? Inzwischen besucht David die 5. Klasse eines Kölner Gymnasiums. Er hatte keine Schwierigkeiten, sich wieder einzugewöhnen. Unkaputtbar. In Deutsch ist David Schneider ganz gut. In Sport ist er besser. In Kung Fu ist der kleine Ausländer natürlich der Beste. Dadurch, dass er schon ein bisschen erwachsener wirkt in manchen Situationen, hat er doch eine Rolle in der Klasse, dass man also merkt, die anderen Kinder gucken ein bisschen schon zu ihm hinauf. Mir ist aber immer wieder aufgefallen, dass er also jede Gelegenheit nutzt, um auch dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, erwachsene Verhalten abzulegen und dann auch wieder sehr kindisch sein kann, sehr spielfreudig sein kann. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er das vielleicht auch ein bisschen vermisst hat in dem letzten Jahr.妹妹坐船头，哥哥的爱上走，恩恩爱爱，前程当悠悠。小妹妹，我走啊船头，哥哥你的爱